Hört man mich? Hallo, hallo? Wunderbar. Ja, funktioniert super, man hört sich selber kaum. Genau, auch von mir herzlich willkommen hier im Atrium der Fresenius-Hochschule. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich noch mehr, euch wirklich, ebenfalls schon kurz angesprochen, wie ich finde, ein super spannendes neues Kapitel im Kundenservice von Deutsche Post DHL vorstellen zu können. Und ich hoffe, der kurze Videoeinspieler konnte schon einen kleinen Einblick über unser normales Tagesgeschäft vermitteln. Das ist ja eigentlich nicht virtuelle Assistenten. Normalerweise ist unser Tagesgeschäft das Transportieren, Sortieren und Zustellen von Briefen und warentragenden Sendungen. Oder so unser Tagesgeschäft. Und in Summe tun wir das tatsächlich 15 Milliarden Mal pro Jahr. Das sind mehr als 15 Milliarden Briefe und Pakete, die durch unsere Hände gehen und an ihre Empfänger zugestellt werden. Ja, finde ich schon eine sehr beeindruckende Zahl. Und wenn man sich überlegt, 15 Milliarden, extrem große Zahl, da läuft nicht immer alles rund. Ja, es funktioniert nicht immer. Auch wenn unser Anspruch in der Branche tatsächlich ist, dass wir Qualitätsführer sein wollen, bei diesem Massengeschäft funktioniert es halt leider nicht immer nach Plan. Bedingt, dass pro Jahr ca. 30 Millionen Mal unsere Kunden unseren Kundenservice adressieren müssen, also unseren Kundenservice ansprechen müssen. 30 Millionen hört sich auch eine Riesenzahl an, jetzt im Verhältnis zu 15 Milliarden, 0,2% für alle Mathematiker hier, jetzt nicht wirklich die große Menge, aber das sind immerhin noch 30 Millionen Gelegenheiten für uns als Deutsche Post DHL, uns von unserer besten Seite zu zeigen. Und jetzt habe ich noch eine Zahl mitgebracht für alle Mathematiker hier unter uns. Vielleicht hat es der eine oder andere schon ausrechnen können. Oh, geht jetzt erst weiter. Jede einzelne Sendung, die wir transportieren, Pi mal Daumen, habe ich gesagt, ist nicht auf Nachkommastelle nachgerechnet, macht ungefähr 6,66 Periode mal 10 hoch minus 9% aller Sendungen aus. Ich habe lange geübt, diese Zahl auszusprechen. Eigentlich sehr, sehr wenig. Nichtsdestotrotz haben und leben wir bei Deutsche Post DHL nach dem Motto, jede Sendung zählt. Ja, von daher nehmen wir auch gerade Digitalisierung sehr, sehr ernst und versuchen hier permanent neue Wege zu finden, wie wir unseren Service verbessern können. So, jetzt habe ich aber eine Aufregung sogar vergessen, weil diese 15 Milliarden Sendungen sind ja tatsächlich eine Riesenmenge und ist nicht nur eine Riesenzahl, sondern die ist sehr beeindruckend auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, wie ich persönlich finde, sehr ehrfurchtgebietend. Warum? Weil damit erreichen wir tatsächlich fast die gesamte Bevölkerung in Deutschland. Ja, wir haben mit unseren Services Einfluss auf fast alle Menschen in Deutschland. Ich kann das mal so als Fakt einfach hinstellen. Eine Variante. Zweite Variante, wir machen mal den Check. Vogel checkt. Machen wir jetzt mal live. Wer von euch hat schon jemals Briefe oder Pakete von Deutsche Post DHL empfangen? Super. Danke. Damit nochmal herzlich willkommen all unseren Empfängerkunden. Ja, wir nennen das tatsächlich Empfängerkunden. Noch ein Check. Wer von euch hat schon jemals Briefe oder Pakete mit Deutsche Post DHL verschickt? Ups, Überraschung. Also Vogel checkt, kann man, glaube ich, einen Haken hintermachen. Das ist tatsächlich einen großen Einfluss, den wir haben. Und von daher nehmen wir tatsächlich auch das Thema Qualität sehr, sehr ernst. So, ich hatte schon gesagt, 6,66 Periode mal 10 hoch minus 9, könnt ihr gerne nachts mal üben. Schwierige Zahl, wie ich finde. Wir nehmen das Thema trotzdem sehr, sehr ernst. Die Zufriedenheit mit unserem Kundenservice liegt aktuell bei um die 80%. Das ist super. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Hier auf der Folie auch dargestellt, wir haben mit unserem Kundenservice auch schon den einen oder anderen Preis gewonnen. Ist auch super. Aber in Summe, da geht noch mehr. Ja, da können wir tatsächlich noch mehr tun. Und wie wir das tun, zeigen wir heute hier in einem Beispiel. Kommen wir gleich noch dazu. So, wenn wir jetzt überlegen, wenn wir besser werden wollen, wo ist der biggest bang for the buck, wie es immer so schön heißt? Also wo haben wir den größten Impact, wenn wir an welcher Stelle ansetzen? Und da stelle ich auch gleich noch mal eine Frage hier ins Publikum. Was ist der stärkste Kanal im Kundenservice? Weiß das jemand? Das Telefon, genau. Ich hätte es anders beantwortet, leider nicht der Brief. Ja, das hätte ich schöner gefunden als Deutsche Post, aber ist tatsächlich das Telefon. Ja, wir bieten als Unternehmen schon unheimlich viele Services. Machen wir die Frage auch nochmal. Wer hat auf seinem Smartphone die Deutsche Post DHL-App installiert?
Super, weiter so, klasse. Aber nichtsdestotrotz, der stärkste Kanal im Kundenservice ist tatsächlich das Telefon. Ja, Menschen lieben es, speziell hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, könntest du vielleicht nachher noch mehr dazu sagen, aber Menschen lieben einfach, das Telefon in die Hand zu nehmen und mit jemandem zu sprechen, selbst wenn es einfache Dinge sind wie, wo ist meine Sendung? Ja, Track und Trace im Web, in der App, per Chat, per WhatsApp, alles möglich, aber trotzdem wird gerne das Telefon genommen. Von daher nehmen wir den Voice-Kanal tatsächlich sehr, sehr ernst und versuchen hier jetzt auch mit einem digitalen Assistenten, mit einem KI-Agenten, AI-Agent, wie auch immer wir das Thema nennen, optimieren zu können. So, wenn wir jetzt im Voice-Bereich sind, haben wir aber ganz bestimmte Herausforderungen, die wir noch adressieren müssen. Und zwei davon möchte ich ansprechen. Ja, eine Herausforderung ist, wir haben bei Deutsche Post DHL einen sogenannten Starkverkehr. Ja, ich habe ja so zwei Bilder auf der Folie aufgemalt. Das eine ist Ostern, das andere ist Weihnachten. Da verdoppeln sich gerne mal unsere Sendungsmengen. Und wenn sich unsere Sendungsmengen verdoppeln, verdoppeln sich auch proportional oder verändern sich proportional auch die Anliegen im Kundenservice. Ja, für uns die Herausforderung, wir müssen hier entsprechend auch im Kundenservice skalieren. Keine einfache Geschichte. Hinzu kommt mittlerweile, Ostern, Weihnachten ist nicht mehr der einzige Starkverkehr, den wir haben. Ich meine, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, wie heißen die alle? Cyber Friday, Monday, Amazon Prime Weeks und wie sie alle heißen. Auch da müssen wir darauf reagieren. Also wirklich sehr volatile, schwankende Sendungsmengen, die wir dann auch entsprechend im Kundenservice abbilden müssen. Zweite Herausforderung ist das Thema Sprache. Können wir auch mal den Test machen. Wer von euch hier ist nicht gebürtig Deutsch, also hat als Kind ist nicht mit Deutsch aufgewachsen? Ja? Ihr könnt ruhig hören, die Hand heben, ist ja nichts Schlimmes. Und das merken wir bei uns auch. Viele unserer Kunden sprechen vermehrt kaum oder kein Deutsch. Das ist eine Herausforderung für uns. Ich meine, alle, die mal ein Land besucht haben, dessen Sprache man nicht spricht, die wissen, wovon ich rede. Ja, mit Gestik und Mimik kommt man vielleicht noch irgendwie zurecht, ja, wenn man einer anderen Person gegenübersteht. Aber am Telefon, ja, da kann ich mit den Händen winken, so viel ich will. Es hilft einfach nicht. Von daher müssen wir halt auch das Thema Sprache tatsächlich im Voice-Bereich adressieren, um hier besser zu werden. Hört sich nach großen Herausforderungen an, aber es gibt Lösungen. Und wie wir das Thema lösen wollen, wird euch jetzt der Alex erzählen. Vielen Dank. Das Schöne für uns als Softwareanbieter ist, dass die Herausforderungen der DHL ja nicht nur bei der DHL vorkommen. Denn jetzt sind wir ja alle private Personen, die nicht nur arbeiten, sondern auch mal eine Beschwerde haben oder irgendwo anrufen, um mit dem Kundenservice zu sprechen. Und ich habe mal ein unabhängiges Beispiel mitgenommen, aber ich wette, dass wir das alle schon mal irgendwo erlebt haben. Wir hören einfach mal zu. Das ist Max, ein Kollege von mir, und wir merken mal, wie der Kundenservice manchmal heutzutage noch ist. Willkommen beim Baufachhandel. Wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Drücken Sie 1 für Rechnung. Drücken Sie 2 für Lieferung. Drücken Sie 3 für Retouren. Drücken Sie 4 für andere Themen. 3. Sie haben Retouren ausgewählt. Sie werden verbunden. Die aktuelle Wartezeit beträgt 12 Minuten. Vielleicht hilft Ihnen unsere Website weiter. Ihr Anruf ist uns wichtig. Bitte haben Sie Geduld. Tut schon weh, oder? Ich weiß, ein paar von euch lachen, weil ja, wir haben das schon mal irgendwo erlebt. Und damit das eben nicht mehr vorkommt und wir nicht sauer sind oder sogar ja, sichtlich enttäuscht, wenn wir irgendwo anrufen, gibt es eben diese KI-Agenten, diese virtuellen Agenten. Wir kennen es, es hat damals angefangen mit Alexa und Siri auf unseren Endgeräten und irgendwann hat man sich überlegt, wie bekomme ich das denn ins Kontaktcenter, wenn ich irgendwo anrufe. Denn letztendlich möchte ich eine KI-Agentin haben, die neben meinen Agentinnen im Kontaktcenter arbeitet. Mich nicht irgendwie ersetzt, denn das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen jemanden, der mich entlastet, wenn ich mal in Urlaub fahre oder gerade Mittagspause habe und nicht wieder Zehntausende Anrufe an einem Tag als eine Person annehmen muss. Haben aber auch dann die Hürde, über die Stefan gerade gesprochen hat, diese ganzen Sprachen, die ich spreche. Jetzt sprechen wir ja allein in Köln neben Kölsch noch bestimmt 15 bis 20 verschiedene Sprachen.
wenn ich damit überhaupt richtig liege. Dementsprechend müssen wir auch diese Sprachen anbieten, um die Kundin überhaupt zu verstehen. Denn wenn sie eine Beschwerde hat oder gar schlecht gelaunt, ist es meistens einfacher, in der Muttersprache mit dem Kundenservice zu sprechen, als es erst im Kopf übersetzen zu müssen. Haben dazu aber noch die Anrufe und Nachrichten als verschiedene Kanäle. Denn ob ich euch jetzt anrufe oder mit euch chatte auf WhatsApp, das ist ja egal. Ich bin ja immer noch derselbe Alex, der vor euch steht. Und so ist es auch im Kundenservice. Ich möchte mit derselben virtuellen Agentin sprechen oder eben chatten und weiß immer, okay, das ist der Alter Ego quasi der DHL und sie weiß ganz genau, was ich möchte und was ich vielleicht schon mal getan habe. Und letztendlich müssten wir auch im Unternehmensbereich darüber sprechen, es gibt irgendwelche Produkte und Prozesse im Hintergrund, die dann eben auch bearbeitet werden müssen. Bedeutet, diese virtuelle Assistentin, die neben euch im Kontaktcenter arbeitet, für euch die Anrufe annimmt, die ihr nicht handeln wollt, weil es eine Beschwerde ist oder nicht könnt, weil auf Türkisch etc. angerufen wird. Und dann werden die Anrufe auch noch verarbeitet, die Prozesse im Hintergrund beachtet, Salesforce, SAP etc. angebunden, damit man einfach mal in Ruhe sich auf den Menschen konzentrieren kann. Denn letztendlich können wir auch wieder weiterleiten an die menschliche Agentin, damit sie dann mit euch sprechen kann, wenn der ganze unnötige, unschöne Themenlage schon geklärt wurde. Das Ganze dann muss man ja jetzt irgendwie so eine Teamstruktur reinbringen, denn wir haben alle Abteilungen mit verschiedenen Teammitgliedern und da können wir uns vorstellen, diese virtuelle Agentin stellen wir einfach ein. Und die virtuelle Agentin kann 3 verschiedene Rollen annehmen. Entweder ist es die Frontline-Agentin, das kennen wir, wenn wir jetzt bei der DHL anrufen und Glück haben, dann sprechen wir mit der virtuellen Agentin, die wir gleich sehen. Wir können aber auch einen sogenannten Co-Piloten verwenden, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr jetzt bei Microsoft PowerPoint Slides baut, dann ist da so ein Co-Pilot, der das für euch macht. Das gibt es eben auch im Kontaktcenter, damit der Co-Pilot mir direkt sagt, hey, der Alex ruft an, der Alex hat diese Sendung, hat sich letzte Woche beschwert, kümmere dich mal drum. Damit ich das eben nicht 5 Minuten erst in SAP etc. suchen muss. Haben aber auch dann sogenannte proaktive Agenten, denn stellt euch mal vor, ich möchte proaktiv auf meine Kunden zugehen. Das kann Werbemaßnahmen haben, das kann aber auch doofe Themen haben wie Zahlungsverzug. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht das Top-Thema bei euren Agentinnen, die sich darum reißen, Kunden anzurufen, die noch nicht bezahlt haben, weil die Gespräche eher suboptimal sind. Dementsprechend kann das automatisiert werden durch so eine proaktive Agentin, die dann anruft. Jetzt muss man überlegen, okay, ich erzähle hier viel über visionäre KI-Assistenten, aber wir haben jetzt hier die Situation, dass die DHL nicht gerade das kleinste Unternehmen in Deutschland ist. Dementsprechend muss man mit solch einer Plattform sich auch einbetten in den Unternehmenskonzern, was die Architektur der verschiedenen Systeme und Prozesse angeht. Bedeutet, wir haben hier in dunkelblau diese ganze Plattform, mit der wir diese KI-Agenten konfigurieren und weiter verwalten, wie wenn wir eine Webseite bauen, haben dann aber ringsherum, ihr seht das, oben die Kanäle, über die ich kommunizieren kann, links natürlich so fancy Themen wie generative KI, weil jeder will mal gucken, was ChatGPT so alles kann, aber unten dann eben auch die ganzen Systeme, die ich anbinden muss, damit es letztendlich funktioniert. Denn wir reden nicht nur über fancy visionäre Themen, sondern wir reden eben auch über einen Business Case, über Return on Invest und Prozesse, die man so umsetzen muss. Und da ich ja hier heute den Plattform-Vendoren repräsentiere, beschäftige ich mich gar nicht so intensiv mit der Projektumsetzung. Denn die Projektumsetzung, die machen wir dann eben zusammen mit der TMMS und darüber erzählt die Anais jetzt ein bisschen mehr. Dankeschön. Vielen Dank, Alex. Ihr seht, die Messlatte für dieses Projekt lag bzw. liegt immer noch sehr hoch. Auf der einen Seite haben wir die sehr anspruchsvollen Anforderungen der DHL, auf der anderen Seite Cognigy als schon unheimlich leistungsfähige Plattform, der aber quasi auch keine Grenzen gesetzt sind. Und wir als Telekom MMS durften sozusagen als Integrator gemeinsam mit der DHL und der Cognigy dieses Projekt auf die Beine stellen. Unsere Herangehensweise bei der Einführung von digitalen Assistenten ist es im Endeffekt, sich erstmal vielleicht auch 2 Use Cases rauszusuchen, diese zu spezifizieren, zu entwickeln und dann möglichst, sage ich mal, schnell live zu nehmen und danach erst iterativ weiterzuentwickeln. Warum? Weil man die echten Nutzungswerte von einem Voicebot meistens erst erfährt, wenn er einmal live gegangen ist. Ne? Es ist tatsächlich so, dass ein Voicebot kann man ja, oder ein Kundengespräch mit einem Voicebot kann man quasi auf
Knopfdruck auswerten. Und das ermöglicht einem natürlich Insights in Kundengespräche zu erhalten in einer großen Menge und auch in einem hohen Detailgrad, die man früher meistens in der Form noch nie gehabt hat von seinen Kundengesprächen. Und dementsprechend kann das natürlich passieren, dass wenn man mit seinem Bot dann live gegangen ist, dass die Akzeptanz der Kunden vielleicht nicht ganz so ist, wie man sich das initial gedacht hat. Das ist aber nicht schlimm, das ist auch ganz normal und genau aus diesem Grund sollte man im Endeffekt, ich sag mal, mit einer 80%-Version live gehen, schauen, wie wird der VoiceBot angenommen und dann iterativ weiterentwickeln. Genauso haben wir das tatsächlich auch bei der DHL getan und ich würde euch einladen, einmal in ein Kundengespräch reinzuhören. Der Use Case ist relativ einfach. Eine Kundin ruft an und möchte sich zum Status ihrer Sendung beauskunften lassen. Die Deutsche Post DHL wünscht Ihnen einen guten Morgen im Privatkundenservice. Sie werden zunächst mit unserem VoiceBot Paula verbunden. Sollte Paula Ihr Anliegen nicht lösen können, werden Sie an einen Servicemitarbeiter weitergeleitet. Guten Morgen, ich bin Paula, Ihre virtuelle Serviceberaterin von Deutsche Post und DHL. Genau, kurzer Stopp. Also, ich erkläre mal kurz was zu dem, was ihr gehört habt. Also zu Beginn erstmal wurde die Kundin mit einem guten Morgen begrüßt, das heißt eine Begrüßung auch entsprechend der Tageszeit. Und dann habt ihr zwei virtuelle Charaktere gehört. Einmal eine männliche Stimme, einmal eine weibliche Stimme. Und diese Funktion quasi pro Nachricht individuell Eigenschaften konfigurieren zu können auf Cognigy, ist durchaus hilfreich bei der Einführung eines VoiceBots. Warum? Nochmal am Beispiel der Stimme ist es zum Beispiel möglich, eine junge Stimme, eine alte Stimme, eine hohe Stimme, eine schnelle Stimme, eine langsame Stimme, auch verschiedenes Vokabular. Ist es eher Jugendsprache oder eher gehobeneres Deutsch beispielsweise? Und das ermöglicht quasi dem Kunden auch einen individuellen Charakter zu geben, der am Ende auch wirklich zu der Firma passt. Ist es eher ein Start-up oder eher schon eine traditionelle Firma? Das muss man, der Charakter des VoiceBots spielt dabei wirklich eine ausschlaggebende Rolle. Genau, und hier in dem Fall ist es quasi die männliche Stimme, die den Kunden darauf vorbereitet, dass er gleich mit einer virtuellen Assistentin reden wird. Genau, dann ist sie quasi schon mal vorgewarnt. Schön, dass Sie anrufen. Was kann ich für Sie tun? Einen schönen guten Morgen, ich suche nach meinem Paket. Ich schaue gerne für Sie nach. Bitte nennen Sie Ihre Sendungsnummer Buchstabe für Buchstabe und Ziffer für Ziffer. Also das ist die 00 340 434 181, dreimal die 0 97 35 53. Bitte geben Sie mir einen Moment. Ihre Sendung liegt seit dem 10. Mai 2024 um 16:57 Uhr in der Packstation zur Abholung bereit. Genau, also hier hatten wir am Anfang einmal ganz klassisch die Anliegenerkennung. Das heißt, der VoiceBot Paula hat den Intent Sendungsstatusverfolgung erkannt und hat demzufolge als Folgefrage die Sendungsnummer abgefragt. Und auch hier hat quasi Cognigy im Hintergrund diese und dreimal die 0, nochmal dreimal die 0, diese Nummer quasi bereinigt und in ein Format gebracht, das eine Abfrage in einem Drittsystem quasi ermöglicht. Ne? Weil diese Information, wo das Päckchen gerade liegt, die liegt ja logischerweise nicht in Cognigy selbst, sondern wird eben durch die Sendungsnummer in einem Drittsystem abgefragt. Hätten Sie gerne nähere Informationen zur Zustellung Ihrer Sendung? Bitte antworten Sie mit Ja oder Nein. Ja, sehr gerne. Bitte nennen Sie die Postleitzahl des Empfängers. Das ist die 70499.
Ihre Sendung befindet sich in Packstation 129 in der Heinsheimer Straße 34 in 70499 Stuttgart. Genau. Die Kundin wurde jetzt gefragt, ob sie noch weitere Informationen oder weitere Beauskunftungen zu ihrer Sendung haben möchte. Das wollte sie. Das heißt, es wurde eine zweite Abfrage gestartet. Und Paula ist quasi auch so intelligent, beispielsweise zu wissen, eine Postleitzahl ist eben nicht die 70.499, sondern eine Postleitzahl wird 70499 ausgesprochen und genau, dementsprechend wird das auch so wiedergegeben. Haben Sie noch ein Anliegen zu derselben Sendung? Nein, danke. Bitte Okay. Gibt es noch etwas anderes, wobei ich Ihnen helfen kann? Ja, ich möchte einen Bitte Menschen antworten. sprechen. Einen Moment bitte. An dieser Stelle unterstützt Sie gerne einer meiner menschlichen Kollegen. Sie werden an das Team Paket National weitergeleitet. Genau, also ihr merkt, die Kundin wird langsam ungeduldig, vielleicht weil sie jetzt nochmal zur Packstation laufen muss. Auf jeden Fall unterbricht sie Paula einfach und Paula lässt sich auch unterbrechen. Also dieses Unterbrechen eines Voicebots nennt sich Barge-In und das Gespräch läuft dann quasi weiter. Und zum Schluss haben wir ganz klassisch nochmal eine Weiterleitung an einen menschlichen Agenten des Kunden, des Contact Centers der DHL. Also auch hier nochmal eine technische Anbindung an ein Trittsystem. Und ja, gerade bei der Einführung eines Bots ist es schon hilfreich, wenn man dem Kunden zumindest am Anfang die Möglichkeit gibt, sich nochmal zu vergewissern, dass die Information, die vielleicht der virtuelle Assistent gerade ausgegeben hat, der Information gleicht, die am Ende der Mensch einem vielleicht nochmal wiederholt. So steigert sich natürlich, also steigt die Akzeptanz und das Vertrauen auch in einen virtuellen Assistenten. Genau, das war quasi unsere Paula ganz persönlich. Paula wird zukünftig den Kundenservice, den telefonischen Kundenservice der DHL nach außen hin repräsentieren, ne? Weil sie im Endeffekt der erste Touchpoint eines jeden Kunden ist, der bei dem Kundenservice der DHL anruft. Und aus diesem Grund hat dieses Projekt auch eine relativ hohe Bedeutung und Sichtbarkeit im Konzern. Wir haben also viele Stakeholder, die beteiligt sind mit vielen Ideen und vielen Visionen, wollen den Bot natürlich auch weiterentwickeln, zusätzliche Funktionen der Cognigy-Plattform aufschalten. Und genau, an der Stelle würde ich wieder zurück an Stefan geben, der euch jetzt noch einen kleinen Ausblick in bevorstehende Themen geben. Genau, lieben Dank, Anais. Lieben Dank, Anais, lieben Dank, Alex. Ich werde hier gerade schon angemeckert, die Zeit ist rum, aber ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten. Dann gibt es 1-2 Minuten weniger für Fragen, also bitte kurze Geduld. Super. Vielleicht nochmal Resümee, was hatte ich am Anfang gesagt? Wir sind unterwegs im Hochvolumengeschäft, ja, 15 Milliarden Sendungen. Wir haben sehr volatile Mengen, wir haben extreme Peaks, die wir abdecken müssen. Wir haben Herausforderungen, demografischer Wandel im Sinne von Sprache. Das Telefon können wir nicht wirklich wegdeklinieren, also wirklich große Herausforderung und da denkt man, boah, ist ein Stück weg eine Mammutaufgabe. Was ich persönlich sehr beeindruckend finde, ich meine, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt, den wir hier gerade gesehen haben, was ich persönlich sehr wirklich herausragend finde und das wirklich dank der wirklich ausgereiften Plattform von Cognigy und der guten Projektbegleitung durch Telekom MMS, ohne Werbeblock, aber wirklich sehr, sehr gut. Schätzt mal die Projektlaufzeit vom Projekt Kickoff bis zur ersten wirklich produktiven Live-Setzung, also inklusive Anbindung aller IT-Systeme, die da notwendig sind, CRM-Systeme und. So ein Projektzeitraum. Einer eine Idee? Knapp, das ist schon sehr optimistisch. 4 Monate haben wir gebraucht. 4 Monate, ist wahnsinnig schnell. Ja, wenn man sich überlegt, was mit Technologien, die heute zur Verfügung stehen, schon alles möglich ist und dann nochmal überlegt, was mit Technologien, die morgen oder übermorgen uns zur Verfügung stehen, möglich sein wird, ist einfach unglaublich faszinierend. Ja, und wenn man das hier sieht, das sieht so einfach aus, hier so ein Barge-In. Ja, aber das ist nicht einfach. Ja, das muss ja auch erstmal irgendwie als Technologie zur Verfügung stehen.
So eine einfache Geschichte wie eine Sendungsnummer eingeben. Die hört sich einfach an, ja, dann gebe ich halt mal eine Nummer. Aber wir hatten es hier im Beispiel auch gesehen. Man kann sagen 3 mal die 0, 7748. Und ich kann die gleiche Zahl auch komplett anders sagen. Ich kann sie auch mit Dialekt reinsprechen, all solche Geschichten. Und die Erkennungsquote, die wir hier sehen, ermöglicht uns es wirklich, am Ende des Tages durch solch einen virtuellen Agenten unseren Kundenservice auf den nächsten Level zu bringen, wirklich qualitativ hier immens nach vorne zu gehen. Und das, was wir hier gesehen haben, ist ja nur der erste Schritt. Dieser virtuelle Agent hat noch keine generative künstliche Intelligenz. Ja, das ist der nächste Schritt, den wir planen, dass wir diesem Agenten auch generative künstliche Intelligenz beibringen. Sprich, dann ist der Agent, der virtuelle Agent, auch in der Lage, Dinge wie Produktberatung durchzuführen. Ja, komplexere Sachverhalte eigenständig zu lösen. Das ist einer der nächsten Schritte. Ein weiterer Schritt, ja, auch die Session heißt in Contact Centers, also im Kundenservice am Ende des Tages, aber diesen virtuellen Agenten können wir auch anderswo einsetzen. Beste Beispiel, wir haben mittlerweile vollautomatisierte Postfilialen. Ja, der ein oder andere, der in der Presse mal verfolgt, steht öfter mal, Post hat wieder Filiale geschlossen, weil Agenturpartner nicht mehr vorhanden etc. Sprich, wir haben vollautomatisierte Postfilialen mittlerweile entwickelt. Wir nennen die Poststation. Und wenn ich in so eine Poststation so einen virtuellen Agenten integriere, gerade jetzt auch im Sinne von Barrierefreiheit, ein unglaublicher Schritt. Ja, für körperlich beeinträchtigte Menschen mit natürlicher Sprache Zugang zu allen Services und Dienstleistungen zu bekommen, einfach nur, weil ich mit diesem Automaten rede und der versteht mich, ein unglaublicher Sprung. Also von daher bin ich persönlich super gespannt auf das, was dann alles kommen wird. Ich glaube, die Reise hat tatsächlich gerade erst begonnen. Viele haben es ja mitbekommen, ChatGPT vor 1,5 Jahren oder so gestartet, aber wenn man sieht, was da wirklich täglich, ja fast täglich an neuen Technologien und Themen hochkommt, ist einfach unglaublich zu sehen. Und es wird am Ende des Tages unser aller Leben verändern. Natürlich für unsere Kunden, hoffentlich zum Positiven, wie wir es hier gerade gesehen haben, aber auch für unsere Serviceagenten wird das auch einen Einfluss haben. Die Arbeit wird sich verändern. Ja, unsere Serviceagenten können und werden sich zukünftig mehr auf die komplexeren Dinge fokussieren, auf die Dinge, wo wirklich menschliches Verhalten, menschliche Intuition gefragt ist. Da wird tatsächlich noch ein Mensch zum Einsatz kommen, aber viele, ich nenne es mal Routinetätigkeiten, können wir tatsächlich automatisieren. Jetzt habe ich maßlos übertrieben, gehe ich mal von aus. Danke. Ich glaube, Fragerunde. Danke euch. Also, Ist ja keiner. ich glaube, ein total gutes Beispiel, das uns begreifen lässt, wie KI im Kundenservice wirklich richtig gut funktioniert. Und dieser Ausblick auf die Packstation, mit der ich reden kann in meiner Muttersprache, das sind die Beispiele, die wir sehen wollen hier auf der Digital X, wo wir sagen, das ist das, wo die KI uns weiterhilft und wo wir ein tolles Beispiel haben. Danke euch dreien, euer Applaus.